Du gehst durch die langen Gänge deines örtlichen Supermarkts und betrachtest die endlosen Regale voller Konserven. Tausende kleine Metallzylinder, randvoll gefüllt mit zartem Fleisch, frischem Gemüse und süßem Obst, reihen sich nahtlos aneinander. Diese Nahrungsmittel stehen dort unberührt bei normaler Raumtemperatur, oft für viele Monate oder sogar mehrere Jahre, ohne auch nur im Ansatz zu verrotten. Unter allen anderen Umständen wäre diese feuchte Nahrung innerhalb weniger Tage von vernichtendem Schimmel überzogen oder würde den bestialischen Gestank eines verrottenden Sumpfes verströmen. Die meisten von uns haben eine vage, oberflächliche Vorstellung davon, wie dieses moderne Wunder eigentlich funktioniert. Uns wurde stets beigebracht, dass der Inhalt ewig genießbar bleibt, solange der metallene Verschluss intakt ist. Aber hast du dich jemals ernsthaft gefragt, warum das so ist? Was genau passiert im dunklen Inneren dieses Zylinders, das den unaufhaltsamen, natürlichen Prozess des biologischen Verfalls schlichtweg einfriert? Willkommen beim Kern der Dinge. Wir entlarven heute einen weitreichenden Mythos über die Haltbarkeit unserer Nahrung und tauchen ein in eine unsichtbare Welt voller mikroskopischer Jäger. Wir klären, warum das bloße Entziehen von Sauerstoff eine tödliche Falle ist und wie unerbittliche industrielle Hitze eine biologische Wüste erschafft. Wenn du die beispiellose Ingenieurskunst und die harten physikalischen Gesetze hinter unserem täglichen Überleben verstehen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Wenn du einen durchschnittlichen Menschen fragst, warum eine einfache Blechdose den Inhalt frisch hält, wirst du fast immer dieselbe Antwort erhalten. Man geht instinktiv davon aus, dass das fehlende Vorhandensein von Luft im Inneren der alleinige Schlüssel zur Unsterblichkeit der Nahrung ist. Diese oberflächliche Logik klingt im ersten Moment bemerkenswert schlüssig. Wir wissen aus unserem eigenen Alltag, dass fast alle lebenden Organismen auf dieser Erde zwingend Sauerstoff benötigen, um zu überleben. Wenn man den Sauerstoff restlos entfernt, nimmt man Bakterien und hungrigen Pilzen theoretisch die Fähigkeit, zu wachsen und unsere Nahrung zu zersetzen. Obwohl dieser Gedanke vernünftig erscheint, verbirgt sich dahinter ein fundamentaler und potenziell lebensgefährlicher Irrtum. In der verborgenen Welt der Mikrobiologie existieren unzählige spezialisierte Organismen, die schlichtweg keinen einzigen Tropfen Sauerstoff zum Überleben benötigen. Für einige der gefährlichsten und tödlichsten Bakterien auf unserem Planeten ist reiner Sauerstoff sogar ein hochgradig toxisches Gift, das sie sofort abtöten würde. Die Wissenschaft bezeichnet diese widerstandsfähigen Überlebenskünstler als anaerobe Bakterien. Das berühmteste und furchteinflößendste Beispiel für diese Gattung ist ein mikroskopischer Erreger namens Clostridium botulinum. Dieser Organismus ist der alleinige Verursacher des gefürchteten Botulismus, einer hochgradig tödlichen Form der schweren Lebensmittelvergiftung. Dieses Bakterium überlebt eine sauerstofffreie Umgebung nicht einfach nur, es entfaltet in genau dieser Dunkelheit seine schiere, vernichtende Macht. Wenn die Industrie lediglich die Luft aus der Dose pumpen würde, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen, entstünde kein schützender Tresor. Wir würden stattdessen die perfekteste, gemütlichste Brutstätte für ein tödliches Nervengift erschaffen. Der wahre, unumstößliche Grund, warum Dosenfutter so unfassbar lange hält, ist wesentlich brutaler und endgültiger. Es gibt im Inneren der Dose von vornherein schlichtweg keine lebenden Mikroben mehr, die das Essen zersetzen könnten. Das oberste Ziel während des industriellen Abfüllprozesses ist beileibe nicht die Erschaffung eines simplen Vakuums. Das kompromisslose Ziel ist die totale, unbarmherzige Sterilisation der gesamten Materie. Frische Nahrung aus der Natur ist zu keinem Zeitpunkt ihres Daseins steril oder rein. Jeder saftige Apfel, jedes grüne Blatt Spinat und jedes rohe Stück Hühnerfleisch ist von einem florierenden, mikroskopischen Ökosystem aus Bakterien und Sporen überzogen. Wenn diese Nahrung für die Konservierung vorbereitet wird, verschließt man sie fest in ihrem metallenen Gefäß und unterzieht sie einem brachialen thermischen Prozess. An diesem Punkt stoßen die Ingenieure auf ein hartnäckiges, biologisches Problem. Der logische Menschenverstand suggeriert, dass kochendes Wasser bei 100 Grad Celsius völlig ausreichen müsste, um alles Leben sofort auszulöschen. Bedauerlicherweise sind einige dieser uralten Bakterien weitaus robuster als unser heimisches Nudelwasser. Wenn die äußeren Bedingungen für diese Bakterien zu heiß, zu trocken oder zu feindselig werden, greifen sie auf einen faszinierenden Überlebensmechanismus zurück. Sie produzieren hochkomplexe, harte Strukturen, die in der Wissenschaft als Sporen bezeichnet werden. Du kannst dir eine solche Spore wie eine mikroskopische, biologische Rettungskapsel vorstellen. Das Bakterium zieht seine verletzliche DNA in diese unnachgiebige, dicke Schutzhülle zurück,
welche selbst stundenlangem Kochen im Wasser mühelos standhält. Um diese gepanzerten Sporen endgültig zu vernichten und die uneingeschränkte Sicherheit der Nahrung zu garantieren, nutzen industrielle Abfüllanlagen das physikalische Prinzip des Druckkochens. Indem die Techniker heißen Dampf unter massiven Druck setzen, verändern sie die grundlegenden Gesetze der Thermodynamik. Sie zwingen die Temperatur im Inneren des versiegelten Gefäßes auf weit über 121 Grad Celsius. Diese infernalische, überhitzte Umgebung reicht aus, um die festen Moleküle der hartnäckigsten Sporen so stark in Schwingung zu versetzen, bis sie schlichtweg auseinanderbrechen. Dieser brachiale Vorgang erfüllt zwei essentielle Aufgaben in einem einzigen, effizienten Schritt. Er kocht die rohe Nahrung, bis sie zart und verzehrfertig ist, und erschafft gleichzeitig eine vollkommene biologische Wüste hinter den metallenen Wänden, in der rein gar nichts mehr am Leben ist. Sobald die unbarmherzige Hitze ihre Arbeit beendet hat und alle Mikroben vernichtet sind, verwandelt sich die schlichte Blechdose in eine unüberwindbare Festung. Dieser Zustand beruht auf einem fundamentalen Prinzip der Biologie, das erst im 19. Jahrhundert von dem brillanten Wissenschaftler Louis Pasteur bewiesen wurde. Vor seinen bahnbrechenden Arbeiten glaubte die gebildete Gesellschaft fest an das Konzept der sogenannten spontanen Urzeugung. Die Gelehrten nahmen ernsthaft an, dass neues Leben wie Maden oder Schimmel einfach aus dem Nichts heraus entstünde, wenn man rohes Fleisch nur lange genug offen herumliegen ließ. Pasteur bewies in seinen aufwendigen Experimenten unmissverständlich, dass neues Leben ausschließlich aus bereits existierendem Leben hervorgehen kann. Mikroben materialisieren sich beileibe nicht aus dem leeren Nichts, sondern müssen physisch aus der äußeren Umwelt auf die Nahrung reisen. Indem die Hersteller die Dose noch im kochend heißen Zustand luftdicht versiegeln, errichten sie eine stählerne Barriere gegen die restliche Welt. Solange diese metallene Rüstung nicht durch schwere Stöße oder Rost durchbrochen wird, verharrt der Inhalt in einem endlosen biologischen Tiefschlaf. Dennoch existiert ein maßgeblicher Unterschied zwischen Nahrung, die sicher zu essen ist, und Nahrung, die noch immer köstlich schmeckt. Selbst wenn sich 0 lebende Bakterien im Inneren der Dose befinden, bleibt das darin eingeschlossene Essen beileibe nicht für alle Ewigkeiten perfekt. Der thermische Prozess ist zwar in der Lage, die biologische Uhr der Zersetzung anzuhalten, aber er kann die unerbittlichen Gesetze der Chemie nicht vollständig stoppen. Im Laufe der vielen Jahre finden tief im Verborgenen langsame, schleichende chemische Reaktionen statt. Winzige, mikroskopische Mengen an verbliebenem Restsauerstoff reagieren unweigerlich mit den weichen Fetten des Fleisches in einem Prozess, den man Oxidation nennt. Zudem greifen die natürlichen Säuren von Früchten oder Tomaten im Laufe der Jahrzehnte behutsam die schützende Beschichtung auf der Innenseite des Metalls an. Diese unsichtbaren chemischen Veränderungen verändern mit der Zeit die feste Textur, die leuchtende Farbe und den aromatischen Geschmack der Mahlzeit. Die Erfindung dieser unscheinbaren, metallenen Konserve ist beileibe kein simpler Trick für den heimischen Vorratsschrank. Es ist eine der größten und einflussreichsten Erfindungen in der gesamten Geschichte der Menschheit. Diese Technologie veränderte maßgeblich die Art und Weise, wie Nationen weitreichende Kriege führten, wie unerschrockene Entdecker die eisigen Pole bezwangen und wie boomende Metropolen ihre rasant wachsenden Bevölkerungen ernährten. Ein kleiner, sterilisierter Zylinder aus Blech befreite unsere Zivilisation zum allerersten Mal aus dem gnadenlosen, antiken Kreislauf von reichhaltiger Ernte und verheerendem Hunger.